haben. Ja! No, Latte! Nicht gut aufgepasst! Die Lea hat. Ey, Rowan, willst du einmal so lachen? Out, das Spiel ist out. Früher hatte ich nicht das Gefühl, anders zu sein. Ich war ein wilder Kerl, genau wie meine Brüder auch. Wie machen die wilden Kerle? Nee. Alles ist gut, solange du willst. Ich bin der Leon. Ich mach immer 1, 2, 3. Hurra! Wunderbar. Wir sind zusammen zum Bolzplatz, in den Wald und haben im Keller gerangelt, was man mit seinen Brüdern eben so macht. Ich hatte mich damit abgefunden, in Anführungszeichen. Die Lea ist eine Kernige, die ist Olli Kahn, die geht in Trikots und das passte auch zu dir, finde ich. Das war ja auch ein Style. Doch irgendwann kamen mehr und mehr Kommentare. Menschen, die zum Ausdruck brachten, ich solle mich anders kleiden und mehr meiner Rolle entsprechen. Doch welche Rolle? Ist es keine Rolle, ein wilder Kerl zu sein? Ich bin oft darauf angesprochen worden, wenn du immer mit deinem Oliver Kahn-Trikot aufgetaucht bist. Ja, da kamen immer wieder Sprüche. Ach, der Oliver Kahn und auch mal hintenrum eher so Sprüche wie, ist ja der dritte Junge, ist ja der dritte Sohn. Ja, solche Sachen kamen. Du bist halt immer so stabil gelaufen, sage ich mal, als wirklich ganz, ganz feste Persönlichkeit. Sonst wärst du nicht schon mit einem weißen Anzug zur Heiligen Kommunion gegangen. Du warst einfach super, super selbstbewusst und toll. Und dass du trotzdem verletzlich bist, das, ja, klar, das habe ich dann, ja, natürlich habe ich es gewusst, aber ich dachte, es geht immer so weiter, dass du da durchkommst. Du hast dich so plötzlich dazu entschieden, Mädchenklamotten zu tragen, dass ich erschrocken bin. Das war für mich ein Schockerlebnis eigentlich. Kurz nach deinem 13. Geburtstag. Oder ja, 1, 2 Tage nach deinem 13. Geburtstag. Du hast dir wieder Farben ausgesucht, die du vorher noch nicht mal als Punkt oder sowas ertragen hast. Und auf einmal wirklich diese Kehrtwendung. Ab dem Zeitpunkt hast du versucht, sag ich jetzt einmal, den Anschluss zu finden, ja. So, darf ich erst hinstellen? Das ist schon. So, jetzt keine Ahnung, mal Frisur richten. Ja, ich schneide jetzt zusammen. Also, Frisur richten. 1, 2, 3.
Lea ein Kleid, das hat einfach nie gepasst. Ist das so? Ja, dieses Du darfst noch gar nicht gucken. Achso. Eigentlich, du darfst halt wirklich noch nicht gucken. Aber ja, guck halt. Aber du blätterst jetzt nicht weiter. Nein. Bleibst jetzt bei der Seite. Ja. Ja, ja. Soll ich immer noch weiterreden? Nee, Gut. danke. Gerne. Alte Lavatasche, die ich da bin. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Das freue ich mich. Jetzt bin ich gar nicht von meiner Schokoseite. Das ist meine Schokoseite. Das ist okay. Außer du willst tauschen. Was ist deine Schokoseite? Gerne. Ich kenne keine Schokoseite bei mir. Alle Seiten von dir sind Schoko. Ja. Dann tauschen wir. Ja. Weil links ist meine Schokoseite. Oh, ich brauche erstmal ein Glas Wein. Na, Prost. Prost. Auf das Interview. Das ist mein Lieblingsbild. Ja, das mag ich auch. Aber da siehst du auch richtig süß aus. Ja, wir sind süß, wir zwei, ja. Ja, schon. Guck mal, ein rosa Jäckchen. Wow. Da gucke ich aber auch schon so, als hätte ich ein rosa Jäckchen an. Ja, das stimmt. Ja, das ist ja so ein typisches Bild von dir, oder? Ja. Lass mich hier raus, ich habe wichtige Dinge zu tun. Ja, habe ich auch. Und so, ey, was tut ihr mich hinter ein Gitter? Ich kann so Dinge erledigen. Hey there, I'm Lea from Germany. I'm 18 years old and a passionate soccer player. When I was a toddler, I started playing soccer right away because my two elder brothers needed a third player, and I directly fell for it. I would love to go to the US, not only because you have the best universities in the world, but also because college sports play an important role and are perfectly integrated into a personalized schedule. I think it's going to be the best summer of my life so far. Now, the only thing missing until pure happiness is a boyfriend. Ratet mal, wo wir jetzt sind! Brooklyn Bridge! Ja, also wir machen jetzt mal hier ein paar schöne Pickshots, würde ich sagen, ein paar schöne Pictures. Und ja, wir werden euch bestimmt berichten und ihr werdet die Bilder dann auf meinem Instagram-Account sehen und das like. Mir ging es auch nicht sonderlich schlecht. Also eigentlich die einzige Frage, die mich so ein bisschen zu allem hingeführt hat, war halt, dass ich irgendwie nach Liebe, Zuneigung und Vertrautheit irgendwann gesucht habe. Ja. Und irgendwann war so, okay, ich bin 20 Jahre alt, so, wann kommt's denn? So. Und klar, statt irgendwie Fehler bei den anderen zu suchen, erstmal bei mir zu schauen, okay, woran könnte es liegen? So, was möchte ich überhaupt, wer bin ich? Oktober 2019. Ich spüre eine gewisse Leere in mir. Es ist sich jedoch im Besseren. Ich mache Kontakte. Wenn ich mit Freunden und lustigen Leuten zusammen bin, dann geht es mir am besten.
Trotzdem sehne ich mich nach etwas Tiefgründigerem. Intimität, Nähe, das hatte ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Oder hatte ich es jemals wirklich? Wie hast du mich wahrgenommen Ende 2019, als ich frühzeitig hier nach Hause kam für die Winterferien? Du warst in Unruhe, du hast dich mit dir selber nicht wohlgefühlt, mit deinem Aussehen nicht wohlgefühlt. Ich habe es so ein bisschen darauf gemünzt, dass du gestresst warst, dass du mir was Gutes tun wolltest und es aber nicht konntest. Weil war ja da getrennt von Matthias, habe mich neu gesucht, mein Selbstbewusstsein als Frau gesucht. Mhm. Und du warst auf einer ähnlichen Suche wahrscheinlich, nur nicht als Frau, sondern als Mensch. Und das war das Problem. Ich hatte physisches Programm, Ja. aber ich hatte auch psychisches Programm. Klar. Mit dem du nicht so richtig rausgerückt bist. Es wäre einfacher gewesen. Jetzt verstehe ich wenigstens. Jetzt verstehe ich, was da los war. Darf ich dir was zeigen? Ja, gerne. Ich sitze hier gerade unten an der Mosel, an einem meiner Lieblingsspots, mit Blick auf die kleine Brücke in Lößnich und die Lößnicher Försterlei und musste mal wieder ein paar Gedanken loswerden. Dass mir seit mehreren Monaten schon immer mehr klar wird, beziehungsweise ich immer mehr drüber nachdenke, dass ich vielleicht bisexuell bin und halt auch auf Frauen stehe. Und es fällt mir schon leichter, das so zu sagen und zuzugeben sozusagen, obwohl das ist jetzt nur mein Handy, ich rede ja quasi mit mir selbst. Aber vor einem Jahr, vor 1-2 Jahren hätte ich das noch nicht so ausgesprochen. Und ich finde es auch immer noch komisch, das zu sagen. Ich denke immer wieder sehr, sehr viele verschiedene Situationen durch aus meiner Kindheit und Jugend, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich viele dieser Gefühle unterdrückt habe, beziehungsweise mir sie nie so richtig klar waren oder irgendwie schon, aber ich wollte es nicht wahrhaben und deswegen war das immer nur so unterbewusst und ich habe das aber immer alles total überspielt. Halt so einzelne Dinge wie, immer wenn ich wenn ich Mädels halt gut fand und dann dachte ich mir, so von Weitem, wenn ich die gesehen habe, dachte ich mir, die sind bestimmt sympathisch, mit denen möchte ich befreundet sein. Wobei es, glaube ich, eigentlich nur hieß, dass ich die einfach attraktiv und sympathisch fand und dass ich gerne
mit denen die kennenlernen würde und vielleicht mit denen zusammen sein würde. Das klingt komisch, aber ja, das könnte natürlich sein. Irgendwie in meinem Kopf ist ein Bus. Ich glaube, hier irgendwas eine Bushaltestelle war, da ist eine Berufsschule. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Person halt auf dieser Berufsschule war. Und ab und zu sind wir halt zu der Tankstelle hingegangen. Und irgendwie, ich war total angezogen. Also ich konnte es mir gar nicht erklären. Und irgendwie mein Herz hat so gepocht und ich war so, ich wollte die Person wiedersehen. Und Wusste aber nicht, ob das ein Mädchen oder ein Junge ist. Es war irgendwie eine Person mit kurzen Haaren. So blonde Haare, blaue Augen. Und I don't know. Ich glaube, es war irgendwie eine Frau, aber masculine presenting, auch vielleicht trans oder nicht binär jetzt im heutigen Verständnis. Aber ja, das war halt irgendwie die Person. Ich war so, oh mein Gott, ich muss diese Person wiedersehen. Das ist irgendwie komisch, dass ich mich so angezogen fühle von der Person, weil ich war so 13 und konnte schon so ein bisschen einordnen, was das für ein Gefühl ist. Und habe das dann meinen Freundinnen halt erzählt, die mit mir waren. Habe so gesagt, so, boah, da war gerade eine Person und irgendwie fand ich die voll anziehend. Aber ich weiß nicht, ob das ein Junge oder ein Mädchen war. Und dann hat halt die Freundin so gesagt, so, hä, bist du lesbisch oder was? Oh, Also richtig mit so einem Ekel im Unterton. oh wie nicht Ja, schön. Genau. Dann habe ich gelernt, okay, das spreche ich besser nicht mehr aus, wenn ich glaube, dass das komisch sein könnte. Wäre ihr inzwischen auch total unangenehm, wenn du ihr das diese Geschichte nochmal erzählen natürlich. willst. Das Aber sind, in denken dem heute auch Alter, alle anders, aber ja. wir wurden ja alle so sozialisiert. Da bist du. Man hört, das ist das, Ja. was man hört und was man weiß, ist, lesbisch oder schwul sein ist komisch, ist eklig. Das ist, was rüberkommt, das ist, was man lernt. Man lernt nichts Schönes darüber in der Schule, in den Medien. Ja, dass auch ich mich mal mit einer Oberstufenschülerin unterhalten habe und die eben lesbisch war und sie gesagt hat, dass sie in der Mittelstufe, also in der Oberstufe ging es, an der Mittelstufe war es die Hölle. Und das ist halt genau die Phase, in der alle sich irgendwie finden und wahrscheinlich auch alle irgendwie Angst haben vor nicht normal sein oder nicht zur Peer Group, also zur großen Masse zu gehören. Ja, also so zwischen der 7. und der 9. Klasse. Aber deswegen ist es so wichtig, halt schon im frühen Alter eine Aufklärung, eine Toleranz zu schaffen, ein Verständnis zu schaffen, weil Kinder und Jugendliche lernen und merken das ja sehr früh. Gehört ja auch zur Entwicklung dazu, dass man merkt, oh, irgendwie die Person mag ich und oh, krass, was ist dieses Gefühl, ich spüre das zum ersten Mal. Und wenn man sich das nicht erklären kann und dann von den Seiten nur komische Sachen hört und sich dann denkt, oh krass, wenn es das ist, nee, das kann es nicht sein, das ist ja mega komisch. Klar will man das dann nicht zulassen und drückt das ganz schnell weg. In solchen Fällen ist es halt auch dessen geschuldet, dass man es nicht besser weiß. Das sind die Bilder, die man von der Gesellschaft vermittelt bekommt. Lesben sind komisch und das sind alles irgendwie Kampflesben und das ist eklig. Und Schwule, das sind alles so Tunden und warum müssen die immer so viel sein und so extra? Das sind diese Bilder, die einzigen, die man kennt. Klar, ab und zu, dann gab es mal irgendwie einen Charakter, der irgendwie queer war. Und der war von Ausgrenzung betroffen. Der hat eine harte Zeit. Er musste sich outen und danach hat ihn seine Familie rausgeschmissen. Das war halt immer die Erzählstruktur in solchen Filmen von queeren Geschichten. Und jetzt kommen wir ganz langsam dahin, was total wichtig ist, dass man nicht in den Vordergrund stellt, oh mein Gott, da ist jemand anders und oh mein Gott, das ist komisch, sondern man hat ganz normales Leben mit ganz normalen Problemen wie alle anderen auch. Und man ist halt queer. Das spielt überhaupt keine Rolle im täglichen Leben. Aber wenn man erstmal überhaupt seine Identität rechtfertigen muss,
und gar nicht erst dahin kommt. Ich weiß nicht, es ist halt so ein Stück weit spüre ich es ja in mir selber. Ein Stück weit ist es so selber kreiert, dieses Ganze. Fahre ich so, wie ich bin, ich kann nicht so sein oder ich kann hier nicht so sein. Und ein Stück weit wird es mir aber auch halt wiedergespiegelt von den Menschen, die ich treffe. Keine Ahnung, in Köln, ich habe neue Frisuren, ich gehe in eine Bar, meine Freunde treffen mich, sehen zum ersten Mal meine neue Frisur, alle so, Alter, sieht das geil aus, oh mein Gott, Lea, du siehst so gut aus, oh mein Gott, ich will ein Kind von dir quasi, in dem Style so. Und dann komme ich hier hin und ich will mir eigentlich irgendwie eine Kapuze und eine Mütze aufsetzen, damit man nicht sieht, was für eine Frisur ich habe, dass ich kurze Haare habe, obwohl ich sehe fucking gut aus, so, ich bin hot, meine Frisur ist geil, ich weiß das ja auch. Slay Queen! Amen, so, aber die Leute hier wissen das nicht, ich gehe mir auf den Sack, deswegen will ich nicht hier sein. Du willst So. nicht hier sein? Man tut niemandem was, man ist einfach nur man selber Ja. und man passt nicht in diese gesellschaftliche Norm. Ja. Soll man sich selber dann ändern oder soll man vielleicht ein bisschen diese Normen aufbrechen? Aufbrechen, ja klar, ich verstehe das. Ja. Weil wenn unsere Norm so von Hass durchfressen ist, dann möchte ich nicht zur Norm gehören. Und dann jetzt über die Winterferien, als ich wieder in Deutschland war, sind wir einmal nach Köln mit den Tennismädels und haben dann eine Gruppe anderer Mädels kennengelernt, als wir in der Stadt ein bisschen was trinken waren. Und da war halt ein Mädel dabei, da hätte ich mir halt ernsthaft vorstellen können, mit der also sowas zu haben sozusagen. Und das wurde mir da auch klar. Und am nächsten Tag habe ich so nochmal darüber nachgedacht, musste einfach lachen, weil, keine Ahnung, es war wie so eine Erlösung, dass mir das einfach selber klar wurde und dass es okay für mich war. Bisher weiß von meinen Gedanken sozusagen noch niemand, außer Soraya. Also Soraya habe ich letzte Woche erzählt, dass wir spazieren waren. Und ich könnte mir auch vorstellen, das noch anderen Leuten zu erzählen. Auch meiner Mutter total. Ja, mal sehen. Ich weiß ja, dass sie damit cool ist, so, aber ich bin damit halt noch nicht so cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, das ist ein Prozess. Und ja, wir werden sehen. Ich wollte dir das zeigen, um dich jetzt so reinzulassen in meine Gedankenwelt. Damals, danke ich dir dafür. damals konnte ich es nicht. Nee, jetzt kannst du es. Jetzt kann ich es. Bin stolz auf dich. Mit Tränen, aber Ja, ist doch okay. ich kann es. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich bin froh, Mhm. dort zu sein, Ja, wo ich jetzt bin. da kannst du auch sehr stolz auf dich sein. Denn damit kommt alles, was dich glücklich macht erst. Dass du diesen Punkt erreicht hast, wo du dich hinterfragst, aber auch selber annimmst, so wie du bist. Und lieb hast, so wie du bist. Das hattest du als kleines Kind. Das hattest du als Olli Kahn. Und irgendwas kam dann irgendwann dazwischen. Es ist ja auch niemandes Schuld, nicht Teil meines Weges und meiner Probleme und meiner Prozesse zu sein, wenn ich da aktiv niemanden reinlasse. So ist es. Das ist, glaube ich, auch dieser erste Knackpunkt. Und der Punkt, wo ich das wieder gestartet und angefangen habe, Leute reinzulassen. Ja.
Das war für uns beide aber auch nochmal eine Erlösung, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe das ja gemerkt, dass wir beide da keinen Zug zueinander haben oder du mir nicht so vertraust, dass du mir solche Sachen erzählst. Und das war für mich natürlich auch schade. Klar. Weil klar hätte ich dir gerne geholfen, dich da irgendwie unterstützt. Jetzt bist du ja auf einem sehr intensiven Weg. Ja, ich bin auf einem guten Weg. Ja. Dazu gehört einfach, dass man sich öffnet und weint. Ja, ich weine gerne. Ja, das ist gut so. Das löst sehr diese innere Spannung und ja, lässt den Druck ein bisschen nach. Ja. Und mit Menschen darüber reden ist auch schön. Es lässt auch Ja, klar. viel, weil der Druck nicht nur bei einem selber liegt. Aber du merkst ja auch, wenn du dich selber öffnest, dass andere Menschen sich auch öffnen und dann auch ihre Abgründe zeigen. Abgründe insofern, dass jeder irgendwo Verletzungen an seiner Seele hat, woher auch immer sie kommen. Ja. Es gibt, glaube ich, kaum oder gar keine 100% glücklichen Geschichten zu erzählen. Und Liebe hat immer auch was mit Mut zu tun. Weil die Verletzung kann um die nächste Ecke lauern, aber das gilt auch für dein Gegenüber. Das gilt ja nicht nur für dich. Was glaubst du, warum ich mir so lange Zeit nicht eingestehen konnte, dass ich queer bin? Also beziehungsweise, dass es mir nicht mal klar war oder ich mir es nicht eingestehen konnte, dass ich queer bin. Was glaubst du, woran es lag? Ein bisschen die Angst vor dem Ungewohnten, würde ich sagen. Aber auch überhaupt die Angst, verletzt zu werden, die Angst vor Liebe. Damn. Ja. So. Hat das immer alles im Griff. Und das konnte man nicht so leicht im Griff haben, weil da gehören ja auch 2 dazu, mindestens. Ja. Das hast du wahrscheinlich so ziemlich ins Schwarze getroffen. Mhm. Ja. Ich glaube, du wolltest es nicht wissen. Ja. Ich glaube, du hast recht. Ja, ich glaube auch. Ich habe letztens auch so ein Screenshot von 2015 oder so gefunden, Ja. wo man mal als Teenager diesen Internettest macht mit, da ist so eine Skala von straight bis gay und so. Ach, sowas das gibt's auch? hast du bestimmt auch gemacht. Das ist ja witzig. Den muss ich auch mal machen. Und da war ich so, zwischen zwischen hetero und bisexuell. Aber ich habe natürlich auch selber die Fragen beantwortet. Ja, na klar, sowas kann man immer steuern. Kann man schon steuern. Ergebnisorientiert arbeiten. Ja. Also, wenn ich noch was sagen darf. Du darfst. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, wie all meinen Kindern, wie allen Menschen, die ich kenne, dass du glücklich wirst. Glücklich und zufrieden. Erstens mal mit dir selber. Und das musste ich sehr, sehr spät erkennen, wie wichtig es ist, dass man sich selber erstmal liebt. Weil daraus dann erst der Weg kommt. Sich so zu öffnen, dass man jemand anders ganz tief und innig lieben kann. Das wünsche ich dir total. Dankeschön. Ich bin total froh. Bring mir am liebsten jemand an, der lustig ist, tanzt und Herbert Grönemeyer mag. Herbert Grönemeyer, wichtig. Nee, werde ich. Das wird so sein. Jo. Danke dir, Sehr gern. dass du mich immer supportest. Sehr, sehr Ich hab gern. dich lieb. Ich hab dich auch total lieb.
Du riechst gut. Dankeschön. Ich habe kein Parfum drauf. So, genug geredet und geweint. Jetzt wird Party gemacht. Ja, also ich mache den Test heute nicht mehr. Ich muss den mal machen. Das ist schon spannend. Maybe connected, distance provokes sound. So don't get me distracted. I need to let things out. My sense of curiosity will never disappear. So back up from me silence and back up from me fear. I was somewhere I couldn't see, but within a smile you brought back light to me. Hallo Mama. Ja, mein Schatz, wie geht es dir? Gut. Warte, muss mich gerade anschneiden. Richtig. Gut. Ich muss dir was erzählen. You brought back light to me. Ich habe jemanden kennengelernt. Aber einfach, dass du jetzt an einem Punkt bist in deinem Leben, wo du sowas zulassen kannst. Maybe connected, distance provokes sound. So don't get me distracted. I need to let things out. My sense of curiosity will never disappear. So back up from me silence and back up from me fear. I was somewhere